noch wenige Minuten bis zur Einfahrt nach Swinemünde. Es funktioniert. Wir geben zwar Vollgas, aber die sind uns nicht auf den Fersen. Hi, ich bin Dennis. Zusammen mit meiner Frau Doro haben wir uns den Traum vom eigenen Segelboot erfüllt und es Nami getauft. Nach ein paar Upgrades am Boot sind wir jetzt aufgebrochen zu dem größten Abenteuer unseres Lebens. Leider sprang unser Motor auch nach dem Starterwechsel nicht an. Wir haben alles geprüft. Sicherung, Kabel, Batterien. Nichts half. Doch am Ende schien all das Rütteln doch etwas bewirkt zu haben. Wir vermuten, es war genau hier ein Wackelkontakt. Es funktioniert. Endlich. Wir können hier weg. In 2 Tagen. Ah. Der Regen hat unsere Weiterfahrt kurzerhand durchkreuzt. Und als wäre das nicht genug, hatten wir auch noch ein kleines Trockner-Fiasko. Wir mussten jetzt die Wäsche draußen aufhängen, weil uns gestern der Trockner hier etwas betrogen hat. Doro hat es in den ersten Trockner getan. Der hat so gar nicht getrocknet. Dann haben wir es in den zweiten Trockner getan. Die Hälfte nur beladen. Und der hat es auch nicht getrocknet. Na Juti, heute geht's mal dem da an den Kragen. Das Ding funktioniert immer noch nicht. Wir haben bald Ende der Saison. So, jetzt mal wieder das dran gehängt. Alles jetzt mehr oder weniger unter Spannung. Die rollen. Aber sobald ich hier im Prinzip diese Schnur drehe, dass sie umlenken soll, dann da umlenken soll, sollte es hinten an dem Autopiloten ziehen. Aber aktuell zieht er gar nichts. Wenn ich es andersrum drehe, da bewegt sich ein bisschen zumindest mal was. Also das heißt, das untere klappt gut, das obere gar nicht. Aktuelle Theorie, immer wenn ich an der Schnur ziehe, geht die ganze Kraft in den Knoten rein. Könnte daran liegen, dass diese Leine oder Schnur, ich weiß nicht ab wann es eine Schnur ist, dass die sich nicht selber bremst. Also schön an den Leinen ist, dass die sich mit den Knoten meistens selber stoppen. Also die Reibung ist nicht, also die Knoten sind nicht glatt, deswegen die sind ein bisschen rau und die stoppen sich dann gegenseitig, wenn es zieht. Und das passiert hier, glaube ich, nicht. Das ist auch ein bisschen glatt. Deswegen vermute ich immer, wenn der Windpilot jetzt zieht, dass die Kraft in die Knoten überträgt, anstatt in das Rad. Jetzt versuche ich es mal mit einer anderen Leine. Und wenn es damit nicht geht, würde ich vielleicht noch mal eine Leine im Segelshop holen. Ich komme nicht mehr klar. Ist Doro zur Hilfe geeilt. Hilfe, wo fängt's an? Wo hört's auf? Aber wir kommen wohl beide nicht damit klar. Es dreht sich schon mal minimal.
müssten wir die grünen nochmal austauschen gegen die roten und dann schauen wir es nochmal an. Okay, jetzt haben wir die roten Leinen dran. Mal schauen, ob das funktioniert. Schaut mal besser aus, ha? Ich glaube aber, dass jetzt dadurch, dass die Knoten noch nicht ganz fest waren, sich noch mal ein bisschen gelockert hat. Mit den neuen Leinen funktioniert die Windsteueranlage zwar schon besser, aber es reicht noch nicht. Also wird sie vorerst wieder weggepackt. Wir haben von Beginn und zu unserer Reise ein Pflänzchen geschenkt bekommen. Das sieht inzwischen so aus. Doro hatte sich gewundert, warum es Löcher hat. Und seit 2 Tagen haben wir ein Haustier. Kermit. Wir haben ihn Kermit getauft. Ich glaube, vielleicht will er sich da drin verpuppen. Ja, schönen guten Morgen. Jetzt wollen wir weiter nach Swinemünde mit der Option, dass wir in Gieven noch eine kleine Pause machen, falls es uns zu weit wird. Wir rechnen mit zwischen 9 und 14 Stunden Fahrt. Mal schauen, wie viel es tatsächlich wird. Wir haben jetzt einigermaßen guten Wind. Das heißt, wir könnten auch heute richtig gut vorankommen. Aber wir werden es wie immer erst sehen, wenn wir auf dem Wasser sind. Na dann, Zeit uns vorzubereiten. Immer noch.
Dann, was für ein Traumtag. Die Segel waren prall gefüllt mit Wind und wir konnten endlich segeln. Dieses Gefühl hat die 100 Meilen unter Motor gleich wieder wettgemacht. Wir werden verfolgt. Die sind uns dicht auf den Fersen. Da hinten ist jetzt die Dancing Queen. Die haben uns nur überholt, weil die größer sind. Also wir haben tatsächlich schon den ersten Hafen umschifft. Doro hat aber herausgefunden, dass er so flach ist, dass er vermutlich nur für Fischer auch geeignet ist. Ich glaube, da kommt gleich auch der zweite Hafen zwischen Givno und Szałobrzeg. Aber das ist auch so flach, dass es auch vermutlich nur für Fischer ist. Die ausziehen. Während Doro steuerte, hat Meisterkoch Dennis losgelegt und die Hauptspezialität gezaubert. Nudeln mit Pesto. Ein echter Klassiker. Sodele, volle Kraft voraus nach Swinemünde. Wir haben uns entschieden, Givno tatsächlich zu überspringen, weil heute der beste Windtag ever ist. Zumindest für dieses Jahr. Wir haben jetzt gute 6 Knoten drauf, was wir auch noch nie hatten dieses Jahr. Eigentlich einigermaßen Halbwind. Welle schaukeln uns ein bisschen durch, aber das ist in Ordnung. So spannend ist auch, dass die Böen teilweise 17, 18 Knoten vorweisen und wir inzwischen auf ganz gerefft sind und trotzdem noch mit Vollspeed durchheizen. Also ein richtig, richtig guter Windtag. Uns fehlen jetzt nur noch knappe 3 Stunden zu Swinemünde und dann sind wir auch da. Auf der anderen Seite sehen wir Givno! Tschüss Givno! Im Video sieht man echt viel. Tschüss Givno! Wir haben einen neuen Challenger, der uns nicht auf den Fersen ist, gegen den wir mal eine realistische Chance haben, auch zu gewinnen. Wir geben zwar Vollgas, aber die sind uns nicht auf den Fersen. Die wollen nicht aufgeben. Da müssen wir halt das Wasser mehr aufwirbeln. So, die haben uns überholt. Aber die haben mir ein Bier rübergebracht. Kann's leider nicht aufnehmen. Geil. Ha, Rennen verloren, aber wer weiß, vielleicht neue Freunde gewonnen. Nur noch wenige Minuten bis zur Einfahrt nach Swinemünde. Währenddessen versucht sich Doro vor mir zu verstecken. Kuckuck. Ich bin nicht von dir, ich verstecke mich vor der Sonne. Ich bin deine Sonne. Das stimmt.
Es war unsere erste Fahrt ohne Probleme, ohne Stress und mit perfekt ausgerichtetem Wind. Nur eine Herausforderung blieb: der Hafen von Swinemünde. Begleitet dich. Geschafft! Wir haben den letzten Hafen auf der polnischen Seite erreicht und konnten endlich durchatmen.